Willkommen zum fast vorletzten Vortrag heute. Wir sind gefragt worden von IDS, ob wir so ein bisschen einen Anwenderbericht machen können, um zu zeigen, wie quasi Produkte aus dem Hause IDS in der Praxis eingesetzt werden. Und das ist der Fokus von dem Vortrag. Mein Name ist Sebastian Walter, ich bin verantwortlich bei uns für den Vertrieb, komme aus der Robotikindustrie und 15 Jahre Automatisierungserfahrung, bin seit knapp 1,5 Jahren bei Cambrian. Und weiß ich, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, wir haben vorne im Showroom haben wir ein Kameramodul und wir zeigen, wie wir so kleine transparente Vials aus der Pharmazie erkennen. Ganz spannend, wenn Sie nachher noch Zeit haben, gerne vorbeikommen. Ich würde starten. Wenn Sie Fragen haben, einfach unterbrechen. Ich glaube, wir sind eine kleine Runde, wir können es auch gerne interaktiv gestalten. Zu den Use Cases, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, wo wir unsere Kamera im Einsatz haben, ist viel Pick and Place, Griff in die Kiste, das ist relativ eng beieinander. Es gibt aber auch so Themen im Outdoor-Bereich, wo die Kamera quasi nur guckt, wo sind bestimmte Elemente. In dem Fall ist es so ein Battery Pack. Dann geht es viel um Montagestationen, wo die Kamera mit dem Roboter gemeinsam eben Anwendungen durchführt, Maschinenbeladung. Und ein Teil auch des Vortrags, dabei soll es darum gehen, unsere Kompetenzen zu zeigen, wie wir mit biegeschlaffen Teilen umgehen können, sprich Kabeln, und was da möglich ist, auch im Bereich Kabelbaumherstellung und Manipulation von Kabelbäumen. Auf der linken Seite die Industrien, alles überall dort, wo heute automatisiert wird, ist auch das Potenzial für unser Produkt. Es ergeben sich da aber auch neue Industrien, wie jetzt Agriculture, Fashion oder auch in dem Bereich Consumer Goods immer wieder neue Anwendungen, wo man das 3D-Vision-System einsetzen kann. Was wir anbieten, ist auf der linken Seite zu sehen, einmal das Kameramodul, ein IPC, das sind so die zwei Hauptkomponenten und dann eben alle Zubehörartikel, um die Anwendung zum Laufen zu bringen. Wir sind immer der Slave zu einem Roboterarm in einer Applikation und auf der Roboterseite arbeiten wir mit den gängigen Herstellern zusammen. Das bedeutet, wir haben eine Schnittstelle zu den Controllern und schicken da einfach unsere Befehle hin und her. In dem Kameramodul, und deshalb sind wir auch heute hier, ist das Produkt von IDS verbaut. Zwei 2D-Kameras, relativ einfache Hardware, die wir nutzen, mit der wir dann aber ganz viele tolle, spannende Dinge machen. Ja. Flexibel, die Sensorik entsprechend anzupassen? Oder ist die grundsätzlich immer Basis für jetzt die Einzelnen? Wir sind ein treuer IDS-Kunde und wollen es auch bleiben. Wir sind noch nicht agnostisch und können alle Kameras einsetzen. Die Frage weiter ausbauen, das Portfolio von IDS, dass er da immer ein gewisses Setup macht, oder ist das von IDS immer die Einzelne? Aktuell ist es immer das gleiche Kameramodul, genau. Wir haben dann unterschiedliche, was wir nennen Camera Rigs, das sind einfach unterschiedliche Versionen des Produktes, je nach Abstand und je nach Genauigkeit, die man braucht. Aber da ist immer das gleiche IDS-Produkt drin. Genau. Jetzt zur Erklärung, was das Produkt eigentlich ist oder was wir machen. Prinzipiell, wir wollen Objekte erkennen, die irgendwo in einem Raum sind. Ja, das kann alles sein, theoretisch erstmal. Und dann geben wir eben eine 6D-Pose zurück von einem Bauteil, was wir trainiert haben. Wenn das dieser Laserpointer ist und wir den vorher trainiert haben, können wir den quasi mit der Kamera in einem Raum erkennen. Nutzen dafür KI im Bereich des Trainings, also nicht mehr in der realen Anwendung, sondern auf der Trainingsseite, wie wir quasi KI-Modelle trainieren. Das ist der Anteil von KI, genau, und wir nutzen sehr einfache Off-the-Shelf-Kameras im 2D-Bereich. In einem kleinen Video sieht man das auch gleich. Die 3 Schritte, die wir brauchen, oder in einem Prozess läuft es so ab, dass wir ein Bild aufnehmen. Das Bild wird quasi durch unser KI-Modell geroutet und wir geben dann eine 6D-Pose zurück von dem Bauteil. Das sind so Sicherungen aus der Automobilindustrie, hat man vielleicht schon mal gesehen, relativ glänzig, viele Reflexionen auf den Teilen drauf. Die erkennen wir und geben dann die Pose von dem Bauteil zurück an den Roboter und von dort aus wird dann quasi das Programm des Roboters oder des Abgreifens ausgeführt. Lass das Video auch noch laufen.
Grundlage dafür, um das zu erstellen oder um so eine Applikation zu machen, sind CAD-Daten. Also wir brauchen von diesem Laserpointer oder von diesen Sicherungen CAD-Daten. Daraus generieren wir uns Millionen von künstlichen Bildern und simulieren die dann mit einem KI-Modell. Und in der Anwendung kriegt dann der Kunde quasi für das Bauteil, was er erkennen möchte, ein trainiertes KI-Modell zurück. Und damit sagen wir, ist er auch robust gegenüber, ja, hier sind viele Fenster, vorne auch, wechselnde Lichteinflüsse. Reflexionen sind kein Problem. Wenn irgendwo ein Ölfilm auf Teilen drauf ist, das macht uns nichts aus. Und in dem Step, wie wir die KI-Modelle quasi trainieren, können wir auch mit transparenten Bauteilen umgehen, mit biegeschlaffen Teilen umgehen. Und daraus ergeben sich einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten in der Automatisierungstechnik. Hier vielleicht ein Vergleich, wie wir uns gegenüber den herkömmlichen Systemen sehen. Linke Seite, was wir machen, auf der rechten Seite eher so das traditionelle 3D-Vision. Wir sind robust gegen verändernde Lichtverhältnisse. Wir sind sehr, sehr schnell. Ein Bild aufnehmen und die Pose zurückgeben an den Roboterarm, sagen wir so circa 200 Millisekunden. Das ist im Vergleich zu anderen Systemen sehr, sehr, sehr schnell. Wir können sehr genau sein. Wir haben Anwendungen im Bereich von 40 μ. Da geht es um Krimpkontakte erkennen in der Kabelbaumherstellung. Wir haben, glaube ich, ein sehr attraktives Kostenpaket von dem Gesamtsystem und so diese Besonderheiten, dass man transparente Teile erkennen kann. Und der letzte Bereich, so dieses ganze Verformbare. Also das können Verpackungen sein, die verformbar sind. Das können Kabel sein, alle möglichen biegeschlaffen Teile, die wir auch erkennen können. Dann 3 Use Cases, die ich mitgebracht habe. Der erste ist aus der Lebensmittelindustrie oder nicht Lebensmittelindustrie, Kosmetikindustrie. Man sieht hier 2 Roboterzellen. Davor ist quasi eine Kiste, in der Flaschen drin sind, so Kunststoffbehältnisse. Auf der Anlage werden diese gefüllt mit Kosmetika. Der Kunde kann relativ einfach wechseln, indem man eine andere Kiste da reinstellt und das Modell, was er vorab trainiert hat, in der Software ändert und dann einfach die Anlage weiterlaufen lassen. Die Besonderheit hier, denke ich, ist, also das Teil ist semi-transparent, für Bildverarbeitung relativ schwierig. Und in der Kiste, das ist herkömmlich in den produzierenden Unternehmen, dass da so eine Folie eingelegt ist für Staubschutz oder gegen Dreck. Und auch die macht uns keine Probleme. Genau. Das zweite ist was wir nennen Feature Detection. Da geht es um eine Schraubstation. Das ist eine Anwendung aus der Automobilindustrie in Südkorea. Relativ großer Automobilzulieferer. Der hat auch 2 Roboterarme in der Zelle. Die Kamera ist auf dem Roboterarm und wir geben dem Roboterarm, kommt gleich nochmal näher in dem Bild, wir geben dem Roboterarm quasi die exakte Position von dem Loch, in das die Schraube rein soll. Der Kunststoff hat gewisse Toleranzen und für diese Anwendung brauchten die einfach nochmal eine ganz exakte Position. Und was wir mit der Kamera quasi nur tun, sind diese Löcher zu detektieren und dann eben die Position zurückzugeben an den Roboterarm, um dann die Verschraubung durchzuführen. Die dritte Applikation ist im Bereich Montage. Was wir hier zeigen wollen, ist in der Reichweite des Roboterarms, das Kamerasystem ist auf dem Roboterarm, in der Reichweite von dem Robby kann man aus unterschiedlichen Gebinden picken. Immer wieder der gleiche Prozess, vorher trainiert. Wir können nichts erkennen, was wir vorher nicht trainiert haben. Wenn wir es trainiert haben, sind wir da sehr, sehr flexibel und können alle möglichen Bauteile erkennen. Und damit ergeben sich aber hier in dem Fall eine sehr kompakte, einfache Montagestation. Herkömmlich hätte man wahrscheinlich viele Rütteltöpfe, Bunkersysteme für diese Bauteile verwendet. In dem Fall wird so eine LED-Lampe montiert mit einem sehr, sehr simplen Setup. Ethernet. Ethernet zum Roboterarm, genau, zwischen unserem IPC und dem Roboter-Controller. Socket, Ethernet, TCP/IP. Ja. Genau, dann zu dem Thema Kabelbaum und unseren Möglichkeiten. Was wir tun können im Bereich Kabelbaumontage oder bei der Verarbeitung von Kabelbäumen sind Stecker und Klipse erkennen und stecken.
Das ist das eine. Wir können Kabelstränge routen, sprich verlegen. Man kann Teile von Kabelbäumen bis hin zu, also ich will nicht sagen alle Kabelbäume, das ist relativ aufwendig, aber Teilen von Kabelbäumen kann man an Motoren oder an anderen Baugruppen verlegen. Und wenn wir einen Stecker stecken mit dem System, kann man auch eine Qualitätskontrolle machen, indem man quasi die Position oder nochmal ein Bild aufnimmt, ob der Stecker richtig drin sitzt. Und da haben wir eine relativ große Case Study gemacht, die auch auf Messen dieses Jahr war. Da ging es darum, quasi an einer Autotür einen Kabelbaum aus 2 Strängen mit Steckern und Clipsen mit 2 Roboterarmen zu montieren. Was dafür notwendig war, ist eben quasi die ganzen CAD-Daten von den Steckern. Es ist relativ einfach, das ist Standard. Die Clipse auch. Was nicht Standard ist, das Kabel. Das ist aber etwas, was wir genauso erstellen können wie für jedes. Wir können für Kabel ein KI-Modell erstellen, wie für jedes andere Bauteil auch. Ist ein bisschen aufwendiger, erfordert ein bisschen mehr Customization, aber das ist unsere IP, sodass man dann diesen Kabeln, das sehen Sie gleich, folgen kann bis zu den Stellen, wo dann ein Stecker oder ein Clips gesetzt mit. Und wenn man die Daten alle verfügbar hat, muss man die KI-Modelle trainieren. Man sieht es hier, wie so ein Stecker dann auch erkannt wird an so einer Autotür. Ich muss nur ein bisschen auf die Uhr gucken, dass wir das alles in der Zeit schaffen. Das ist ein kleiner Ausschnitt von, genau, Sie sehen das gleich. Das sind die 2 Bilder von der Kamera und man sieht hier, dass wir dem Kabel quasi folgen können. Das sind einzelne Greifpunkte auf dem Kabel und dem können wir dann folgen. Ja. Und in der Gesamtanwendung sieht es dann so aus, mit den 2 Roboterarmen. Abwechselnd, ein Roboterarm nimmt das Teil, also der hat den linken Teil des Kabels erkannt, präsentiert dem anderen Roboterarm den Kabelbaum. Jetzt nehmen wir ein Bild auf von dem Stecker und fügen den Stecker in das Gehäuse. Ist alles rein Vision, da ist kein Force Feedback vom Roboterarm. Das könnte man nutzen, machen wir in dem Fall nicht, aber Roboter sind sensitiv, die Hände sind sensitiv, das kann man auch nutzen. Dann geht es weiter, dass wir den Clip erkennen und da eindrücken. Und dann wechselt quasi das System auf das dünnere Kabel, folgt dem dünneren Kabel bis zu dem Clips. Wir hatten das vorher. Händisch, also rein händisch, also die Kabelbaumontage oder alles mit Kabeln ist noch sehr, sehr viel manuelle Tätigkeit. Wir merken aber sehr viel Momentum in dieser Industrie, dass nach Automatisierungslösungen gesucht wird. Schaffen wir heute schon alles? Nein. Können wir aber in kleineren Einzelschritten Dinge schon lösen? Wahrscheinlich mit einer höheren Qualität wie der Mensch, das auf jeden Fall. Aber der Druck auf der Kabelbaumherstellungsseite ist, die produzieren in den Niedrigstlohnländern und die wollen die Produktion näher ranholen an die Werke, wo sie dann verbraucht werden, die Kabelbäume. Und durch Automatisierung ist es halt möglich oder wird es möglich gemacht. Genau. Ja, also jetzt in der Regel wir müssen dann halt in der Simulation die ganzen Biegeradien dann mit einbauen. Das ist unsere IP. Ja. Gerne. Ist der Ort des Kabelstands muss quasi den Clip aus, so dass der kann dann sagt, okay, ich nehme die nächste Position von dem Kabel. Gut, in dem Start, also klar, muss halt irgendwo in dem Sichtfeld muss das Kabel dann sein. Ja. Die erste Position ist programmiert. Also wo der Roboter startet und ab da wird dann quasi das Kabel gefunden und gesucht und verfolgt. Ja. Wir machen zum Beispiel jeder Stecker, der heute verbaut wird, in jedem elektronischen Gerät wird ja mit Crimpkontakten versehen. Und das ist auch ein Prozess, den wir mit dem einen oder anderen Kunden heute schon automatisieren. Und da kriegen wir eben hochgenaue Anwendungen hin von 40 μ Genauigkeit, die wir brauchen, um so einen Crimpkontakt in so ein Steckergehäuse einzufügen. Was gebraucht ist eigentlich ein CAD-Modell. Genau. Von dem kompletten Bauteil nicht zusammengebaut, ist eine einzelne Komponenten.
Und wenn es das nicht gibt, müssen wir halt gemeinsam quasi mit Kunden das erstellen. Ja. Ihre waren Teile, wo der Kunde die wirklich zusammenschiebt, die Konfigurator, danach sind feste Ventilinsel, oder 1 Meter lange Ventilinsel. Und die wird dann halt eben, wenn die noch mal zusammengebaut und eigentlich durch die Spitze des Dings drin. Wir haben vorhin auch ein Gespräch gehabt draußen im Foyer bezüglich Schaltschrankbau. Auch das sind, also Kabel in einem Schaltschrank sind theoretisch einfacher als so ein Kabelbaum wie jetzt hier, der mit so einem Tape gewickelt ist. Der ist mal mehr gewickelt, mal weniger, mal hört er früher auf am Stecker, mal weniger. Ein Kabel in einem Schaltschrank ist eigentlich super clean und theoretisch noch einfacher für uns zu verfolgen. Und die Schwierigkeit, schwarzer Kunststoff und dann eben dieses schwarze Tape, das ist auch nochmal eine Herausforderung, die wir durch diesen KI-Trainingsansatz meistern können. Genau, es ging jetzt doch relativ fix und schnell. Achso, Sie waren jetzt auch durch. Ja, genau. Ja. Sonst noch Fragen? Wenn nicht, gerne, wie gesagt. Eine Frage haben wir noch, gerne. Bei den eingeschlagenen Gegenständen, warum erkennen Sie die segmentweise oder anders gesagt, können Sie die auch als Ganze selektieren? Also wir unterteilen das Kabel in so kleine Abschnitte und setzen das dann zusammen. Das ist die Herangehensweise. Aber damit also wir haben schon Machbarkeiten gemacht, quasi wirklich komplexere Kabelbäume aus einer Kiste zu nehmen und dann quasi mit 2 Roboterarmen den auch so ein bisschen auseinander zu friemeln, um ihn dann zu verlegen. Ja. Das ist, denke ich, noch nicht komplett produktionstauglich, weil es halt einfach die Geschwindigkeit noch nicht gibt, wie der Mensch das macht, aber da kommt man sukzessive hin. Ja. Für die Versuche hat man meistens auch Cobots genutzt. In der Regel wären es dann klassische Industrieroboter, die einfach ein bisschen schneller auch wären in der Performance. Okay, soweit, ein ganz herzliches Dankeschön. Danke.